warum du dich nur noch leer fühlst, obwohl dein Leben an der Oberfläche funktioniert. Hallo und willkommen. Willkommen bei mir. Wenn du dich angesprochen gefühlt hast, ist das Video genau das Richtige für dich. Ich gehe mit dir durch die seelische Reise und führe einige Probleme auf, die uns alle, wenn wir ehrlich sind, tief bewegen. Abschnitt 1. Leere ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis unseres Lebens, dem, was man uns vorlebt. Sie kommt nicht aus dem Nichts. Sie ist oft das Ereignis eines Lebens, in dem wir nur noch funktionieren, aber uns selbst kaum spüren. Viele Menschen fühlen, dass sie stark sein müssen, leisten, anpassen, nicht stören, weitermachen. Und Zuhören nur oberflächlich stattfindet. Aber egal in welchem Gespräch man sich befindet, es entsteht immer das Gefühl, dass jeder nur von sich reden möchte. Und das Problem ist, wenn du jahrelang nur funktioniert hast, verlierst du immer mehr den Kontakt zu deiner Seele, zu deinem Inneren. Dann fühlt sich das Leben irgendwann nur noch leer an. Nicht, weil nichts da ist, sondern weil du dich selbst nicht mehr erreichst, dir niemand zuhört und du den Kontakt zu dir verloren hast. Abschnitt 2. Warum Erfolg das nicht heilen kann. Viele glauben, wenn ich erst erfolgreich bin, wenn ich erst Geld habe, wenn ich erst die richtige Beziehung finde, dann verschwindet dieses Gefühl, aber oft passiert genau das Gegenteil. Denn äußerer Erfolg löst keine innere Trennung. Du kannst alles erreichen, sagt man uns, und trotzdem verspüren wir diese Leere. Deshalb sind manche Menschen mitten im Erfolg völlig ausgebrannt. Nicht wegen des Erfolges, nicht wegen zu wenig oder zu viel Erfolg, sondern wegen zu wenig Echtheit, zu wenig Tiefe. Abschnitt 3. Die moderne Welt verstärkt das. Wir leben in einer Zeit voller Reize. Ständig vergleichen, ständig konsumieren, ständig beschäftigt sein, ständig etwas anderes erreichen. Und es scheint, als hätten wir ein Rezept für alles. Die perfekte Haut, doch keiner hat sie. Das perfekte Leben, aber jeder spricht nur drüber. Den Weg in die Spiritualität, alles nur im Buch, in Ideen, in irgendwelchen Auslandsaufenthalten. Dein Nervensystem kommt kaum zur Ruhe und wenn du nicht still wirst, kannst du dich selbst kaum hören. Viele Menschen verwechseln Ablenkung mit Leben, als würde Lärm etwas lösen, aber Lärm betäubt uns nur. Das ist genau das Gefühl der Leere, das wir verspüren. Abschnitt 4. Die spirituelle Ebene. Leere bedeutet nicht immer Verlust. Manchmal ist Leere genau das Signal, was wir brauchen. Ein innerer Raum, der uns zeigt, so wie wir bisher gelebt haben, geht es nicht weiter. So sollten wir dankbar sein. Vielleicht will etwas Altes in dir sterben. Diese Rolle, diese Funktion, das ständige Suchen im Außen, das Leben gegen uns selbst. Leere kann ein Anfang sein, nicht das Ende. Abschnitt 5. Was du wirklich brauchst. Vielleicht brauchst du nicht mehr Input, nicht mehr Ziele, nicht mehr Optimierung. Vielleicht brauchst du Ruhe, Ehrlichkeit, Gefühle zulassen, Zeit ohne Maske, ohne Filter und eine echte Verbindung zu dir selbst. Heilung beginnt nicht mit Ablenkung, sondern mit Verbindung. Und das Interessante ist, alles was einfach klingt, wollen wir uns nicht zutrauen. Wir suchen immer nach mehr, statt nach weniger. Dabei liegt im Weniger genau die Lösung. Wenn du dich leer fühlst, bedeutet das nicht automatisch, dass etwas mit dir falsch ist. Im Gegenteil. Es meldet sich etwas in dir, das endlich das echte Leben spüren will. Und das wirst du. Versprochen. Lass los. Wenn dich weitere Themen interessieren, dann bleib auf meinem Kanal. Hab einen wunderschönen Tag und schön, dass es dich gibt.